Wenn die Komponente Mitgefühl fehlt, dann werden wir nie diesen Frieden oder diese Liebe wirklich erfahren. Herzlich willkommen, Maria, bei Chronisch Ehrlich. Vielen Dank, dass wir nochmal zusammen sprechen dürfen. Warst schon mal hier und hast über deine Geschichte erzählt. Da ging es um Übergewicht, Depressionen und deinen Heilungsweg. Und heute darf ich mit dir über was ganz Wundervolles sprechen, und zwar Heilung und Mitgefühl. Herzlich willkommen. Ja, danke dir für die Einladung. Danke für das spannende Thema und das Gespräch heute. Ich freue mich auch total drauf. Ja, und das Gespräch ist nämlich entstanden dadurch, dass wir zusammen einfach geredet haben und gemerkt haben, ja, dass wir so in einer Leistungsgesellschaft leben und dass wir so geprägt sind, dass wir, egal was wir anpacken, dass es so schnell gehen muss wie möglich, dass man so perfekt alles umsetzen muss wie möglich. Und das wollten wir heute in diesem Gespräch ein bisschen aufbrechen und anschauen, was bedeutet eigentlich Mitgefühl. Und warum ist Mitgefühl so essentiell wichtig für unseren Heilungsweg? Für mich war es tatsächlich so, dass ich durch das erste Buch von Anthony William mich noch mal intensiver mit dem Thema Mitgefühl oder eigentlich überhaupt noch mal intensiver mit dem Thema Mitgefühl beschäftigt habe. Und ich habe heute tatsächlich einfach das Buch noch mal rausgezogen und habe das noch mal nachgelesen, dass die Stimme, die Anthony hört, ja die Stimme, diese Stimme bezeichnet sich als das Wort Mitgefühl. Und es ist immer wieder interessant, das zu lesen. Also auch wenn man es schon ein paar Mal gelesen hat, also das immer wieder auch so sich das bewusst zu machen. Und Anthony Williams sagt ja auch, dass das Heilendste überhaupt Mitgefühl ist. Also alles andere auch natürlich, aber das Heilendste tatsächlich ist Mitgefühl. Ja. Und so habe ich für mich persönlich einfach mich nochmal intensiver mit dem Thema beschäftigt und habe tatsächlich für mich entschieden, dieses Jahr ist mein Jahr des Mitgefühls, weil da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und mir geht es aber hauptsächlich um das Selbstmitgefühl. Also erstmal das Mitgefühl mit mir selber, gar nicht unbedingt mit anderen Menschen, das natürlich auch, aber eigentlich das Mitgefühl mit mir selber. Und da war jetzt wirklich nochmal so auch die letzte Zeit, mir das nochmal bewusst zu machen oder so viele Dinge sind mir dann einfach auch bewusst geworden, weil ich mir gedacht habe, so, wir haben, also jetzt gerade wenn wir zum Beispiel das Thema Idealfigur, Idealgewicht hernehmen. Und wir haben alle irgendwie durch die Medien, dadurch, dass wir unser Gehirn ständig trainiert haben auf, was ist das Ideal und das muss sie erreichen. Und wenn das nicht so ist, dann können wir da wirklich sehr, sehr hart auch mit uns selber sein. Also wirklich mit dieser ständigen Verurteilung, ständig, okay, das passt nicht und diese Unzufriedenheit mit sich selber. Und da war wirklich einfach so wo mir das erste Mal wirklich bewusst geworden ist, wie wenig Mitgefühl ich mit mir, mit meinem Leben und meinem Körper überhaupt habe. Es war immer nur diese Verurteilung, immer Ja. nur dieses, nee, es muss anders sein, das reicht noch nicht, das passt noch nicht, es muss besser sein. Es soll funktionieren, gell? Der Körper soll funktionieren, es soll gut ausschauen. Genau. Und wirklich auch mal dieses Mitgefühl mit dem eigenen Körper haben. Das ist wirklich was, das lernen wir überhaupt nicht. Das ist wirklich was, eben, er muss funktionieren, er soll einem Ideal entsprechen, er soll möglichst perfekt aussehen, alles sollte perfekt sein, aber dieses Mitgefühl, was der Körper tagtäglich für uns macht, Ja. sich das mal wirklich überhaupt mal bewusst zu werden, der verdaut das Essen, der atmet, der macht das alles. Aber das Genau, sehen wir nicht. alles automatisch. Ja, und hier möchte ich das auch noch beleuchten, der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl, weil oft verwechseln wir das und denken so, ja, ich brauche mich jetzt auch noch nicht zusätzlich bemitleiden, wenn ich schon jahrelang krank war, das hat mir auch nicht geholfen.
Aber Mitgefühl unterscheidet sich so vom Mitleid, weil du in diesem Gefühl bist, weil du dich hineinfühlst. Du nimmst dich also raus von dieser Vogelsperspektive und gehst und bist eins mit dem Körper für einen Moment. Und du bist bei deiner Leber oder bei deinem Darm oder beim Übergewicht oder beim Untergewicht. Du bist da und du nimmst einfach mal auf und du spürst. Also du gehst in Resonanz mit ganz vielen Ebenen und da verlässt man eben diese Ebene vom Äußeren, von diesem Funktionieren und Aussehen und geht an einen Ort hin, der wir in der Gesellschaft nicht oft beleuchten. Nein, nein, überhaupt nicht. Und das ist auch wirklich das, wo wir natürlich auch in unserer Gesellschaft ist ja die Krankheit oder Leiden oder überhaupt irgendetwas. Maximal kriegt man Mitleid. Das ist eigentlich wirklich das, was Menschen, die einfach chronisch krank sind, die es einfach schwer haben, die kriegen Mitleid, aber selten Mitgefühl. Und das ist aber etwas, ich denke, das ist wirklich auch eine Qualität, die wir lernen können, eben durch Krankheit, durch schwierige Situationen, weil es ist einfacher, für mich ist es heute einfacher, dieses Mitgefühl mit jemandem zu haben, dem es schlecht geht, weil ich selber weiß, wie sich das anfühlt. Genau, Ich habe weil es du selber im erlebt. Gefühl. Genau, du hast dich auf dieser Gefühlsebene begeben und du bist nicht davon weggerannt. Und das ist nämlich auch sowas. Natürlich haben wir Angst vor Dingen, die wir nicht kennen. Ja. Und wir haben große Angst vor tiefen Gefühlen, weil wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Also sind wir davon weggerannt. Und wir rennen vor Menschen weg, die uns das spiegeln, die uns zeigen, da gibt es Krankheit, da gibt es Dinge, die nicht so sind, wie wir sie uns vorstellen. Also, okay, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und das ist ja auch ganz spannend, dass man das spürt als chronisch Erkrankte, dass sich Menschen von uns abwenden. Und hier dann nicht sich selbst abzuwenden von dem Körper und dieser Dysfunktion, das braucht enorme Stärke und auch Tiefe. Und es ist so, wie du sagst, dass Menschen, die dann krank waren, oft daraus erwächst dann dieses Mitgefühl, gezwungenermaßen. Ja, definitiv. Und das ist aber das, was Anthony William in seinen Büchern wirklich auch als das Gold der Seele beschreibt. Und dieses Mitgefühl, also Spirit sagt ja, dass Mitgefühl, er ist dieses lebendige Wort Mitgefühl. Und er beschreibt einfach dass es lebendige Worte gibt, aber dass auch Liebe und Frieden nur vollständig erfahren werden können durch Mitgefühl. Also wenn die Komponente Mitgefühl fehlt, dann werden wir nie diesen Frieden oder diese Liebe wirklich erfahren. Und das finde ich so einen total spannenden Aspekt. Das ist mega spannend, weil wenn wir das auf unsere Beziehungen übertragen, also ich kann eine Beziehung haben zu einem Menschen, da ist Liebe und Friede, aber kein Mitgefühl. Das heißt, die Liebe funktioniert eigentlich nur, solange alles perfekt ist und unseren Vorstellungen entspricht. Aber sobald der Partner krank wird, ist es nicht mehr möglich. Dann irgendwann reicht es nicht mehr, der Topf Liebe oder die Liebe aus dem Topf, das ist irgendwann aufgebraucht. Und da braucht es dieses Mitgefühl, dieses sich hineinfühlen. Wie geht es mir jetzt, wo der Partner erkrankt ist, und wie geht es dem Partner? Also auf beiden Seiten, weil beide sind ja in Beziehungen immer Opfer von Situationen, die nicht so sind, wie sie sich vorgestellt haben. Ich fand das auch so mega erleuchtend, als ich das gelesen hatte in seinem Buch. Weißt du noch, in welchem Buch er das geschrieben hatte? Also es steht auf jeden Fall im ersten Buch, steht Mhm. drin, dass eben Liebe und Frieden, weil er beschreibt eben in dem ersten Buch ziemlich am Anfang, ich habe es gerade heute noch mal gelesen, auf Seite 28, 29 schreibt er einfach, dass er eigentlich ja immer diesen inneren Frieden gesucht hat. Also Anthony William hat diesen inneren Frieden gesucht und hat eben dann Spirit danach gefragt. Und Spirit hat ihm gesagt, er muss Mitgefühl entwickeln, dann wird er diesen inneren Frieden auch finden. Mhm. Und ich denke, also ich war schon immer ein sehr empathischer Mensch. Also ich habe schon immer die Gefühle von anderen Menschen relativ gut wahrgenommen. Also ich kann das eigentlich schon immer
schon immer relativ gut. Und das hat sich jetzt aber nochmal sehr, sehr verstärkt. Also wirklich einfach diese Empathie und Mitgefühl sind für mich so sehr, ja, miteinander in Beziehung oder verwandt. Also ich finde, das ist sehr ähnlich. Nicht das Gleiche, aber sehr ähnlich. Und einfach diese Empathie wahrzunehmen, wie geht es dem anderen eigentlich? Und das ist finde ich, vor allem in der aktuellen Situation, die wir gerade haben in dieser Welt, wo einfach die Fronten oft auch sehr verhärtet sind. Und es Mhm. kann ja innerhalb von Krankheit, innerhalb von Beziehungen, passiert es ja auch. Mhm. Und da ist wirklich das Fehlende, ist wirklich das Mitgefühl, Ja, einfach zu ja, fühlen. Oft aber auch einfach nur eine Information, oft auch einfach nur Information für den Verstand, der reagiert jetzt so, weil mhm. er eben krank ist. Der ist jetzt einfach so, weil das und das ist. Und dann wirklich auch wirklich auf die Gefühlsebene zu gehen und einfach wahrzunehmen, wie es dem anderen wirklich geht, sich nicht zu sehr auf den Verstand zu verlassen, ja, der müsste jetzt anders sein, sondern Mhm. wirklich einfach zu fühlen, Ja, wie geht ihn gefühlsmäßig ja. wahrzunehmen. Ja, und in diesem Mitgefühl ist ja das Spannende, dass in dem Moment, wo wir fühlen und in Resonanz treten mit uns selber, mit dem Gegenüber, dass unser Horizont sich erweitert Ja. und die Entscheidungen des anderen nachvollziehbar werden, auch wenn es nicht meine Entscheidungen sind. Genau. Aber es ist okay und man kann mitfühlen und sagen, oh, ich fühle deine Angst. Ich weiß, wie das sich jetzt anfühlen muss, weißt du? Und dann entsteht Frieden, auch wenn man dann nicht die gleichen Entscheidungen trifft. Es ist wieder Frieden da und nicht das, was du gerade vorhin auch gesagt hast, diese verhärteten Linien, was wir jetzt auch heute wieder merken, dass der eine muss diese Meinung haben, der andere diese und wie kann er nur so denken? Es ist doch offensichtlich. Nein, Ja. ist es nicht. Ja. Ja, weil er hat einfach eine andere Perspektive, er fühlt anders und dieses wirklich einfach wahrzunehmen und einfach so, weil wir sind ja immer so, wenn ich das so fühle, dann müssen das ja alle anderen auch so fühlen. Aber so ist es einfach nicht, weil jeder hat einfach eine ganz andere, eben auch eine ganz andere Körperharmonie oder eine ganz andere Zusammensetzung. Und wir haben ja diese Gefühle generell hängen ja auch mit dem Zustand der Leber zusammen. Mhm. Und von daher, also was ich persönlich einfach merke, ist einfach durch diese wirklich sehr obst- und gemüsebasierte Ernährung, also durch dieses viel Frischessen, wird einfach diese Empathie und das Mitgefühl sehr viel größer. Es Mhm. wird einfach sehr viel verständnisvoller anderen Menschen gegenüber. Und aber dennoch, wie gesagt, habe ich schon festgestellt, ich kann es zwar anderen Menschen gegenüber haben, aber nicht mir selber gegenüber. Also Mhm. da ist immer noch ganz viel dieses sich gedanklich oft, also schon, was wir gedanklich oft aussagen, ach, was hast du jetzt da wieder gemacht? So dieses wirklich sich ständig auch selber verurteilen und auch alles, was wir erlebt haben, sei es Krankheit, sei es was auch immer, das ist so, da gehen wir so drüber weg. Also Mhm. wirklich sich mal hinsetzen und mal wirklich in dieses tiefe Mitgefühl für sich selber, für den eigenen Körper, für alles, was man erfahren hat, einfach mal zu gehen und das wirklich einfach mal da sein lassen. Ja. Und das finde ich ist so wertvoll. Mhm. Ja, das ist unglaublich wertvoll. Was würdest du sagen, war der Punkt, wo du das erste Mal Mitgefühl für dich selber gespürt hattest? Das ist noch gar nicht so lang her. Also ich habe 2018 habe ich meine Ernährung umgestellt nach Anthony William und es ist noch nicht so lange her und das war wirklich einfach so der erste Schritt, erstmal mir bewusst zu werden, dass ich kein Mitgefühl mit mir selber habe. Ich habe es mit Gott und der Welt, aber nicht mit mir selber. Und da geht es natürlich auch schon los, mal wirklich einfach zu fühlen, was brauche ich jetzt eigentlich? Zu Mhm. fühlen, wahrzunehmen, ähm, was ist jetzt wirklich wichtig? Und natürlich kommt da auch ein ganz großer Punkt mit dazu, einfach auch mal ein klares Nein zu sagen. Nicht den
Erwartungen dieser Welt zu entsprechen und zu sagen, naja, ich muss jetzt dies und ich muss das und der wartet auf dies und das, sondern wirklich einfach mal wahrzunehmen, nee, heute geht es mir einfach nicht gut. Heute ist wirklich einfach mal ein Tag, wo ich sage, okay, äh, also allein das wirklich mal wahrzunehmen und sich das auch zu erlauben, Mhm. wirklich einfach zu sagen, nee, ich gehe mal heute aus dem Funktionieren einfach raus. Ich fühle heute einfach mal nur, wie es mir eigentlich wirklich geht. Und das fängt an mit ein paar Stunden. Das sind manchmal einfach ein paar Stunden und dann ist man wieder so in diesem Funktionieren drin. Aber das erste Mal, das wirklich bewusst wahrzunehmen, das war eigentlich wirklich so dieses, mir bewusst zu werden, wie oft ich mich selber verurteile oder wie oft ich einfach auch meinen Körper äh, ablehne, Ja, und bewerte, gell? bewerte, genau. Und das war wirklich so der Punkt, wo das eigentlich das erste Mal war es so eigentlich schockierend. Das war wirklich schockierend, weil ich mir gedacht habe: „Wow, was machen wir hier eigentlich?“ Mhm. Also, anstatt wirklich dankbar zu sein, hey, was der Körper, der verdaut einfach mal Essen, der atmet, die Haare wachsen, ich muss ja gar nichts dafür tun, das macht der Körper einfach. Ich kann laufen. Natürlich, wie gesagt, jeder hat eine andere Situation, aber selbst wenn man einfach schwer krank ist und im Bett liegt, einfach immer nur den Fokus mehr auf das zu haben, was funktioniert denn eigentlich? Ich kann meine Hände bewegen, ich kann sprechen, ich kann sehen und wirklich diese Wertschätzung für all das. Mhm. Das ist so interessant, diese Wertschätzung, weg vom Bewerten. Weil wenn wir bewerten, sind wir ja im Außen und betrachten uns und das ist so wie in einer Castingshow und verteilen dann halt Nummern. Und Wertschätzung ist Wert und Schatz. Und ein Schatz, auf den passt man auf, den hegt man, den pflegt man. Das ist so ein, ich liebe Wortspiele, also da sagen die Wörter schon ganz viel aus. Das Ja. ist ein ganz tolles Wortspiel und was für mich auch wirklich ein ganz, ganz tolles Wortspiel ist dieses Wort Compassion, also im Englischen dieses Mitgefühl in Englisch, weil da dieses Wort Kompass enthalten ist. Wirklich die Richtung weisen. Und das habe ich für mich einfach entschieden, ich will dieses Mitgefühl zu meinem Kompass machen. Wirklich einfach auch, und da hängt so viel mehr dran. Und nachdem ich mich auch ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, naja, der Buddhismus hat das ja eigentlich auch als eines der Grundsäulen überhaupt, Mitgefühl. Und bis dato war das so, naja, Mitgefühl halt. Das ist sowas, naja, man hat halt Mitgefühl. Aber Mhm. was das wirklich beinhaltet, was das wirklich bedeutet, das ist mir wirklich erst so die letzten Monate eigentlich bewusst geworden, zu sehen. Und eben Spirit sagt, dass also Gott ist die reine Liebe. Der ist quasi, steht über allem. Und er sitzt auf der Fingerspitze von Gott als das Mitgefühl, als das lebendige Wort Mitgefühl. Und das quasi nach der Liebe sofort die nächste Instanz und erst dann kommt Frieden und all diese Dinge. Mhm. Frieden, Dankbarkeit, das sind auch lebendige Worte, aber ohne Mitgefühl fehlt auch denen ein Teil. Ja. Das ist so spannend. Ich finde es auch spannend, wie alte Religionen damit umgegangen sind. Mir kommt gerade, weil ich so christliche Wurzeln habe, diese Nächstenliebe in den Sinn, wo Jesus immer in Verbindung gesetzt wird. Und bei seiner Figur ist es ja so spannend, dass er das erste Mal den Fokus auf Frauen und Kinder hatte. Und damals war das ja revolutionär, weil nur der Mann war wichtig und der Mann galt, aber ist immer wieder in Beziehung getreten und hat sie angeschaut und hat sich anfassen lassen, ist also in Berührung gekommen und hat gezeigt, dass er sich in deren Situation reinversetzen kann. Dass er eben nicht von diesem Männlichen, diesem Privilegierten ausgeht, sondern dass er sich auf eine Ebene bewegt. Das ist leider nachher kaputt gegangen, wir kennen die christliche Geschichte. Und dass dann ja die Frauen unterdrückt wurden en masse. Aber trotzdem,
ja wunderschön, wie eigentlich in den verschiedenen Religionen das vorhanden gewesen wäre, bevor es politisiert wurde, ja. Ja, aber vielleicht sind wir jetzt wirklich an einem Punkt, dass es auch wieder mehr in den Fokus kommt. Also, dass Mhm. das wirklich einfach so, weil im Moment scheint ja alles irgendwie zu kollabieren. Und, es war wirklich so meine Überlegung, auch durch diese große Bewegung eigentlich von, Anthony William, Menschen, die dieser Ernährung folgen und damit automatisch auch mit dem Thema Mitgefühl, Nächstenliebe, und so weiter auch in Berührung kommen. Und eben durch diese Obst und Gemüsebasierte Ernährung, ob dadurch einfach nicht auch mit der Zeit ein großer Wandel passieren kann, wirklich einfach wirklich eben Ja, dieses Mitgefühl ja. wieder Mhm. mehr zu leben. Und du hast es vorhin auch angesprochen, du hast gesagt, in unserer Leber passiert ja auch so viel an Emotionen. Und man weiß, dass die Wut, die Emotion Wut, die Leber, alles was da läuft, es stagniert. Das Blut fließt nicht mehr so gut. Es erhitzt sich sogar. Also Organe können sich durch Emotionen erhitzen. Also das ist unglaublich. Und man weiß, dass wenn jemand eine träge Leber hat, dass er nicht so selbstbewusst ist, dass er eher Depressionen hat, eine Traurigkeit, eine Lethargie, dass er sich abgespalten fühlt von sich. Und jemand, der eine gut, gesunde, funktionierende Leber hat, ist selbstbewusst, geht raus, ist fröhlich, geht in Beziehung. Und da das immer auf das ganze Psychologische, aber auch dieses Körperliche wirklich zu betrachten und alles als Einheit zu sehen, ja, das ist auch meine große Hoffnung, Maria, dass das immer mehr kommt. Das ist so wichtig. Ja, ich glaube das schon, weil's, also, wenn wir es einfach mal betrachten, wir haben ja diese Grundsituation, dass natürlich überwiegend Frauen, es betrifft überwiegend Frauen, natürlich Männer genauso, aber überwiegend betrifft es einfach Frauen, die oft in jungen Jahren schon schwer krank sind. Brauche ich dir jetzt nichts erzählen, du hast es selber erlebt. Und die einfach keine Kraft mehr haben. Und du hast es erlebt, ich habe es erlebt, einfach so, wie wir wieder in unsere eigene Kraft kommen. Und für mich ist dieses Mitgefühl ist eine wahnsinnige Energie, die wir zur Verfügung haben. Wir haben einfach den Zugang verloren. Wir haben einfach komplett diesen Zugang verloren. Und da kommen einfach nochmal so Aussagen von Anthony William, dass der Zugang zu unserer Intuition, zu diesem Göttlichen, geht ja über das Nervensystem. Und dadurch, dass das Nervensystem einfach angegriffen ist, haben wir diesen Zugang verloren. Wir können jetzt eben durch diese Heilung von Nervensystemen, von dem ganzen Körper, auch diesen Zugang zu unserer Intuition und somit auch zum Mitgefühl einfach wieder finden. Und Mhm. das gibt uns eine wahnsinnige Kraft, weil wir wieder so dieser inneren Stimme einfach folgen und einfach spüren, was wir brauchen. Wir spüren einfach, was wir brauchen. Wir spüren aber auch, was der andere braucht. Wir sind immer so sehr auf unseren Verstand angewiesen, den wir auch brauchen, absolut. Mhm. Aber mehr so aus dem Herzen raus, aus dieser inneren Mitte raus und auch aus dem inneren Frieden raus zu handeln. Und das habe ich tatsächlich einfach auch gemerkt. Also ich war ja auch jemand, der wirklich jahrelang nur in diesem Hamsterrad, also nur getrieben, nur ähm, also in diesem ständigen Getriebensein Einfach und funktionieren. so Ja. wirklich in diese innere Ruhe und Mitte wiederzukommen und einfach zu merken, so, wow, ich kann einfach mal wirklich auch alles loslassen. Ich kann mal einfach wirklich mir die Zeit für mich nehmen. Und was auch super hilfreich ist, finde ich persönlich, sind die Meditationen von Anthony William, ob es die Mondmeditation ist, um einfach alte Emotionen auch loszulassen. Je mehr man von diesem Alten auch loslassen kann, desto tiefer kommt man einfach wirklich so in das Mitgefühl auch für sich selber. Mhm. Und wir haben ja ganz viel, was wir erlebt haben, haben wir ja verdrängt. Also haben wir einfach irgendwo, naja, am besten nicht mehr drüber nachdenken. Es ist nicht mehr im Bewusstsein. Ja. Und in dem Moment, wo das wirklich auch durch vor allem eben durch die emotionale Entgiftung nochmal hochkommt, da Mhm. kommt manchmal auch nochmal, wow, es wird einem oft auch dann erst bewusst,
was wir tatsächlich alles schon erlebt haben, was wir Ja. an emotionalen Verletzungen erlebt haben. Dadurch, dass es unbewusst ist es ja so, wir gehen so drüber weg, so, ach ja, war halt mal, ist halt mal passiert. Und dann kommt es so in dieser Gänze einfach nochmal hoch In während dieser der Entgiftung. Reinigung. Mhm. Genau, man erlebt es nochmal und dann kommt es auch oft erst ins Bewusstsein so. Und ich habe wirklich vieles, wo ich mich oft auch gar nicht mehr erinnern konnte, Mhm. weil es eben halt sehr starke emotionale Verletzungen waren und plötzlich war es wieder da. Und jetzt ist es aber so, jetzt kann ich das Mitgefühl mit mir selber haben, einfach zu sagen: „Wow, es war schon echt eine schwierige Zeit.“ Aber es geht nicht mehr in diese emotionale Tiefe oder Ja, in es überrollt dieses, dich nicht. Du nein, kannst es ist damit umgehen. Ja, genau. Es ja. ist kein Drama mehr. Mhm. Einfach dieses Bewusstsein, dieses Mitgefühl: „Okay, das war eine schlimme Zeit, Mhm. aber eben ich kann das Mitgefühl mit mir selber haben. Ich habe das erlebt, ich kann Mhm. es nachempfinden.“ Und es ist schon so, auch heute, wenn ich heute eben Menschen erlebe, denen es schlecht geht, die krank sind, die Depressionen haben, also all das, was ich auch selber erlebt habe, da habe ich schon ein tiefes Mitgefühl. Und das Ja, ist auch so, das Mitgefühl gibt uns aber auch die Kraft, dem anderen zu helfen. genau. Mitleid schwächt. Genau. Ja, das hast du ganz wunderbar gesagt. Für mich war es so ein tiefgreifendes Erlebnis. Ich hatte das jetzt erst vor kurzem, und zwar als ich das 3. Mal die 369-Reinigung gemacht habe. Als Erklärung, die 369 ist eine sehr humane, sage ich immer, Reinigung für die Leber. Also sie dauert 9 Tage und man isst eigentlich nur Sachen, die die Leber helfen, sich vorzubereiten, Gifte, Pathogene, Adrenalin, Hormone etc., alles, was sie gespeichert hat, loszulassen. Dann hilft es, das wirklich durch das Blut abzugeben, durch den Gallengang, also die 2 Ausgänge, die wir haben, über den Darm raus. Und ich wusste schon, okay, die letzten 2 Mal war ich schon emotional. Und es war nicht cool. Das macht überhaupt keinen Spaß. Aber es bringt mich in meiner Heilung voran. Und ich hatte natürlich die leise Hoffnung, Maria, dass es beim 3. Mal einfacher ist. Aber wir spielen ja mit der Zahl 3. Ja. Kannst du dir vorstellen, was kommt? Also ich habe schon gemerkt, dass ich noch emotionaler war als sonst. Also dass die Leber tatsächlich Emotionen loslässt, die sie gespeichert hatte. Ja. Und in einer Nacht war es so, dass ich aufgewacht war zur Leberzeit. Es war 2 Uhr morgens und ich lag da und ich musste einfach weinen. Ich musste einfach weinen und es war nicht ein schreckliches Weinen, sondern es war ein erlösendes Weinen. Und ich wusste, oh wow, jetzt geht noch mal was ab. Die Reinigung findet auch hier statt. Und dann war es so, als würde meine Leber mit mir anfangen zu sprechen. Und sie hat Wow. mich mitgenommen in die Zeit, als ich 1 Jahr alt war. Und meine Eltern waren mit uns in der Mission in Indien. Und ich habe da Malaria bekommen. Und sie hat mir gezeigt, was für eine Todesangst sie hatte und dass sie wusste, dass es an ihr liegt, ob wir sterben oder ob wir überleben werden. Wow. Und ich lag in diesem Bett und sie erzählte mir diese Todesangst, die sie über Tage hatte und wie sie gekämpft hat. Und sie hat es ja schlussendlich geschafft, sonst wäre ich nicht hier. Aber es ist natürlich auch ein Grund, warum meine Leber so geschwächt ist und all diese Krankheiten aufgelesen hatte. Und ich habe einfach geweint und dann kam diese Dankbarkeit, diese Dankbarkeit. Also es war Weinen, Mitgefühl, Dankbarkeit und ich hatte so eine große Liebe für dieses Organ. Und es hat mir auch so leid getan, dass ich so sauer war, weil ich dachte, diese Scheißreinigung, das kann ja nicht sein, warum tue ich mir das freiwillig an? Ja. Und dann dachte ich mir, Priscilla, wie arrogant bist du? Dieses Organ hat dir das Leben gerettet. Seit 35 Jahren funktioniert es, obwohl es Malaria hat. Und Malaria geht nicht weg, das ist in der tiefsten Schicht der Leber. Also damit darf ich leben, aber ich werde gut damit leben, jetzt mit dieser Ernährung. Und da wurde mein Bewusstsein so geläutert, weil ich gemerkt habe, wow, ich
mache es ihr zuliebe, weil ich ihr das Leben zu verdanken habe. Das ist ganz ein anderer Hintergrund, wie man die Ernährung lebt oder mal wieder eine Reinigung macht, die anstrengend ist emotional. Und das war auf spiritueller Ebene für mich so mindblowing. Das zu spüren, ihr zuzuhören und da in Symbiose zu kommen. Körper, Geist und Seele. Aber es ist ein gutes Stichwort, dem Körper zuhören. Dem Körper zuhören. Und ich mache es auch oft nicht. Aber wirklich diese Signale einfach nicht wahrnehmen. Und das ist eben dieses mangelnde Mitgefühl mit sich selber. Einfach zu spüren, nee, eigentlich würde mein Körper jetzt lieber Yoga machen, statt stundenlang am PC zu sitzen. Ja, nee, habe jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt das noch fertig machen. Ja, das muss noch erledigen. Und dann ist abends und dann, naja. Oder mein Körper möchte eigentlich raus, der möchte frische Luft. Und ich sage, nee, haben wir jetzt keine Zeit, ich muss noch kochen, ich muss Haushalt machen. Und all diese Dinge wirklich einfach, wo wir einfach merken, dass wir einen Verstand stärker machen, als dieses Mitgefühl und dieses wirklich Wahrnehmen. Und ich bin aber überzeugt davon, dass in diesem Mitgefühl unsere eigentliche Kraft liegt. Oh Dass ja. da wirklich unsere eigentliche, vor allem auch die weibliche Kraft liegt, um wirklich auch etwas zu verändern. Ja. Und wir haben, glaube ich, bisher nur so ein bisschen mal davon verstanden. Man muss auch sagen, und ich will uns jetzt nicht als Opfer darstellen, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben, wir Frauen sind systematisch unterdrückt worden, die ganzen letzten Jahrtausend. Diese Chance, die uns diese Frauen gegeben haben, die in den 60er, 70er Jahren aufgestanden sind, die Stimmen groß gemacht haben, und diese Chance, dass wir uns befreien können, dass wir uns selbstständig entscheiden können, was wir für ein Leben führen, das bringt auch eine Verantwortung mit sich. Aber wir können das nicht von einem Tag auf den anderen. Diese Zeit, weißt du, ich denke immer wieder an die Hexen, die einfach verbrannt wurden, die aber damit gearbeitet haben, mit Körper, Seele und Geist. Das sitzt auch bei mir manchmal noch diese Angststarre. Darf ich denn jetzt sowas sagen? Darf ich so spirituell werden? Darf ich dieses Gefühl, was ich habe, das, was ich spüre, darf ich das nach außen tragen? Warum habe ich diese Ängste? Weil in der Vergangenheit wir immer wieder mundtot gemacht wurden. Und meine Hoffnung ist auch wirklich, dass durch diese Ernährung und durch diese heilende Erfahrung, wo wir merken, wow, ich trage in mir eine heilende Kraft, dass diese Frauenstimmen alle immer lauter werden dürfen und dass wir in diese Kraft hineinkommen dürfen. Ja, da habe ich kürzlich auch was ganz Tolles gehört, weil du gerade die Hexen erwähnt hast. Und da hat eine Frau, die hat auch so eine Gruppe irgendwie Hexen, also aber halt wirklich so eine ganz tolle Gruppe auch. Die hat irgendwas geschrieben, das Feuer ist gegen uns verwendet worden. Und jetzt geht es darum, dass wir das innere Feuer wieder wirklich einfach für uns verwenden, dass wir einfach diese Energie wieder für uns verwenden. Und natürlich eben, so wie du sagst, wir haben das alle nur in unseren Zellen, in unseren Genen abgespeichert. Oh Gott, lieber haben wir ja jetzt aktuell auch, lieber halt den Mund, lieber sage ich nichts. Und anstatt wirklich meine Stimme zu erheben und einfach zu sagen, nee, Ich fühle, ja. ich fühle das, genau, ich fühle es einfach. Und ich finde es aber auch wirklich in der aktuellen Zeit die beste Lektion, die wir haben, weil ich habe mir auch ganz viel Gedanken gemacht, ja, wem glaube ich jetzt, was stimmt jetzt? Und da noch kurz einfließen zu lassen, ich habe wirklich auch durch Anthony William überhaupt wieder gelernt, jemandem zu vertrauen. Das war für mich wirklich einfach so ein Weg zu vertrauen. Und wenn er sagt, das ist so, einfach auch, natürlich kommt dann, ja, aber immer mehr, je länger ich das einfach mache, umso mehr kommt dieses Vertrauen. Das brauche ich nicht in Frage stellen. Ich weiß, dass das stimmt. Und natürlich haben wir jetzt einfach da die Erfahrung. Und jetzt in der aktuellen Situation ist es wirklich oft so, ja, was stimmt denn jetzt? Wem kann ich jetzt glauben? Sind es die Medien? Sind es die Gruppen, die sagen das, die sagen das? Und es sind so viele Stimmen irgendwie so. Und irgendwann war es so dieses, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung, was stimmt. Aber
ich habe hier ein Gefühl. Ich habe hier wirklich einfach meine Intuition und meine Wahrnehmung. Und wenn ich alle Informationen weglasse und mich wirklich nur auf diesen inneren Kompass tatsächlich verlasse, dann merke ich, geht es mir gut damit. Mhm. Dann weiß ich, okay, es wird alles gut. Ich Ja. muss nicht diese ganzen Informationen einfach mal weg und wirklich nur auf dieses Gefühl einfach gehen und wirklich nur fühlen. Ja. Worum geht es hier eigentlich? Genau. Und weißt du, in diesem Fühlen ist auch immer diese Annahme. Wenn ich diese Nachrichten gehört habe oder die Schulen haben geschlossen und ich habe Angst bekommen, weil mein Körper, mein Kopf, wir haben das noch nie erlebt. Und alles, was neu ist, macht den Menschen Angst. Also war ich in dieser Angst und in dieser Angst einfach mal zu sagen, anstatt einen Schuldigen zu suchen oder mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, zu sagen, oh wow, oh, okay, ich habe jetzt Angst, das ist jetzt gerade meine Schwäche, ich umarme sie, dann weine ich bespreche das mit jemandem, dem ich mich anvertrauen kann und dann ist man wieder wie gereinigt. Weißt du, auch das immer wieder zuzulassen. Wir sind Menschen, wir fühlen, wir haben Angst. Wir sind geprägt und diese Zeit zu nehmen, das anzuschauen, anstatt wieder dann in den Wald zu schreien und ja, wieder mehr Angst zu verbreiten. Ja, aber das ist einfach sowieso ein Riesenthema, das Thema Angst. Und aber wirklich auch so, es war für mich eine Zeit lang echt schwierig, weil man gedacht habe, das ist doch offensichtlich, wieso haben die Menschen Angst? Aber wir müssen natürlich dazu sagen, wir sind jetzt in dem Fall wirklich in dieser glücklichen Situation. Wir haben durch Anthony William, durch seine Bücher so viel Informationen über Viren, über Krankheiten, über all das, was wir tun können. Dadurch, denke ich, sind wir natürlich nicht so anfällig für die Angst. Es ist immer nur das Gefühl, ich weiß, was ich tun kann. Mhm. Und das haben aber Millionen von Menschen haben das nicht. Genau, und da gilt wieder das Mitgefühl für Menschen, die in dieser Angst leben und sie nicht für die Angst zu verurteilen, zu sagen, ja, ihr habt es halt nicht durchgeblickt, sondern nein, wow, du hast gerade Angst, es tut mir leid, ich bin da, schau. Ich bin einfach da und dein Gefühl darf mal Raum haben. Dieses Raum halten, ich habe da auch ein Interview mit Vivian Dittmar gemacht, die sehr viel mit Gefühlen arbeitet. Und sie sagt, wenn wir die Gefühle einfach, wenn jemand da ist und diesen Raum haltet, ohne Wertung, einfach nur da ist, dann passiert schon Heilung, nur weil es sein darf. Weil es da sein darf. Ja. Genau. Einfach das Gefühl und die Angst, es darf einfach da sein und wirklich auch dieses gesehen werden. Und Oh das ja. ist ja auch das, was wir in uns selber, all das, was wir bis jetzt nicht gesehen haben, weil es so furchtbar war, dass wir es so weit in unserem Körper irgendwo verstaut haben, bloß dass es uns nicht mehr schadet. Und jetzt kommt einfach Schicht für Schicht einfach hoch, natürlich eben auch, wenn du halt 369 machst, da passiert es natürlich extrem. Aber es kann jederzeit in dieser Reise, jederzeit passieren. Und da kommen manchmal so, und ich finde es auch toll, man wird wirklich einfach so sensibel dafür. Da kommt auch das Thema Engel einfach nur mit dazu, wo man einfach sehr viel mehr diese Hinweise, da kommen von 3 Seiten kommen ähnliche Hinweise und auf einmal macht dieses, ach so, jetzt habe ich es verstanden. Also man wird einfach auch da viel sensibler und kommt oft schneller an den Punkt, um was es eigentlich wirklich geht. Ja, ja. Was ich erleben darf, Maria, dass ich echt oft merke, oh wow, jetzt kommt eine Traurigkeit. Und ich habe jetzt gelernt, dass ich dann weine. Ich gehe dann in mein Zimmer oder ich bin in meiner Sache und lasse die Tränen einfach laufen und das vielleicht 5 Minuten. Manchmal ist es auch länger, manchmal bin ich 2 Stunden traurig. Aber ich sage, da reinigt mein Körper gerade etwas. Ich weiß nicht, was es ist. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an. Aber es darf sein. Es darf sein, weil ich eine Ebene weiterkommen möchte. Ich möchte nicht, dass diese Emotion mich immer runterzieht und stecken bleibt in meinem Körper. Es darf raus, es darf sein. Und das hätte ich vorher nie. Maria, ich konnte nicht weinen vor anderen Menschen. Ich konnte das nicht. Ich habe alles zurückgehalten. Ich muss stark sein. Immer eher dieses Männliche, was wir kennen. Dieses, ja, ich bin erfolgreich, ich kann das, es macht mir nichts aus.
diese Stärke und jetzt in diese Weiblichkeit kommen zu dürfen, ja, anfangs es hat mich genervt, es hat mir Angst gemacht. Ich dachte, ja, nicht schon wieder, reiß dich zusammen, es kann doch nicht sein. Nein, aber je öfter ich das mache, desto näher komme ich zu mir und je schneller ist es auch vorbei. Das ist ja auch so spannend. Es ist dann nicht mehr diese Welle, wo man dann ertrinkt und man denkt, man ertrinkt in dieser Traurigkeit. Sie darf kommen und dann geht sie wieder. Ja. Ja, ich finde, das Schöne ist tatsächlich auch, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es einfach ein Reinigungsprozess ist. Dann ist das was völlig anderes, als wenn man dem irgendwie hilflos ausgeliefert ist. Und mir geht es dann auch so, wenn ich so eine Phase habe, wo ich so einfach, wo es mir emotional einfach total schlecht geht. Das kann sein, ich wache in der Früh auf und merke einfach so, oh, eigentlich ich will am liebsten gar nicht aufstehen und alles ist irgendwie blöd, alles nervt mich und bin traurig, ich bin eher depressiv. Und ich kann dann aber meine Kinder sagen, hey, das ist einfach nur ein Reinigungsprozess. Ja. Weil die sagen natürlich, oh Mama, was ist los? Und dann sage ich, du, alles in Ordnung, ist einfach ein Reinigungsprozess, heute geht es mir nicht gut, morgen ist wieder ein neuer Tag, dann ist es was völlig anderes, als wirklich dieses, oh, ich habe keine Ahnung, was ist jetzt heute los, es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, oder man versucht irgendeinen Grund. Und das finde ich diese eigentliche Stärke. Und das finde ich so toll an dieser ganzen Reinigung einfach. Und deswegen ist das, dass Anthony immer sagt, du musst deinen Wissensspeicher füllen. Du musst wirklich einfach wissen, was passiert, dann bist du stärker, dann bist du größer als das, was passiert. Und du bist nicht emotional so völlig dem ausgeliefert. Und du kannst dann wirklich einfach, du gehst in die Aktion und nicht in die Reaktion. Und kannst dann einfach wirklich auch sagen, okay, was brauche ich jetzt? Ist es eine Meditation? Ist es Weinen? Ist es wirklich mal die Bettdecke über den Kopf ziehen? Oder was brauche ich jetzt wirklich? Eben dieses Mitgefühl zu sagen, okay, ich müsste jetzt eigentlich habe ich heute gedacht, ich mache das und das und das. Okay, mein Körper braucht heute was anderes. Heute ist wirklich einfach, und vor allem bei dieser 30.9, und deswegen ist da wirklich gut, wenn man sich einfach da auch die Zeit und den Raum dafür nimmt. Da können einfach emotionale Entgiftungen kommen, mit denen wir niemals rechnen würden. Und in dem Moment denkst du auch, wenn du mittendrin steckst, dann denkst du, das wird nie anders und das ist alles ganz furchtbar und dann ist kein Sonnenschein, kein Licht, kein gar nichts. Es kann eine Stunde später, kann es schon wieder alles gut sein. Das stimmt. Man sagt doch immer, die Kinder sind unsere Spiegel, oder? Sie spiegeln uns am meisten. Meine Tochter, das ist so ein feenhaftes Engelwesen, war schon immer, sie spürt enorm viel und sie hat immer über das Weinen verarbeitet. Also sie kam von der Schule nach Hause und das Erste, was sie gemacht hat, ist weinen. Und damals als junge Mutter war ich noch so funktionieren, alles an mir abprallen lassen, aufstehen, erfolgreich sein, funktionieren. Und das hat mich fertig gemacht. Es hat mich fertig gemacht. Ich war so überfordert, weil ich nicht verstanden habe, was für einen wunderbaren Prozess sie jedes Mal macht. Dass sie das ausleitet, dass sie all das, was sie aufgesaugt hat, wie so ein kleiner Schwamm in der Schule, all die Gespräche, all die Konflikte, dass sie nach Hause gekommen ist in ihren sicheren Raum und das loslassen hat können. Und durch diese Ernährungsumstellung mit Anthony William und das wirklich in Beziehung treten mit mir und meinen Gefühlen, habe ich das plötzlich erkannt. Ich habe erkannt, wie ich sie eigentlich limitiert habe in dieser Begabung, weil sie oft gesagt hat, ich weiß, Mami, das ist jetzt doof für dich, jetzt weine ich schon wieder. Und solche Sachen hat sie gesagt. Und ich, nein, du darfst weinen. Aber sie hat es ja gespürt, dass ich eine Blockade hatte, dass das gar nicht aufgeht, dass sie es eigentlich gar nicht so gehen lassen kann. Und das Krasse war auch, dass sie wie gefangen war in diesem Gefühl. Sie kam gar nicht mehr raus und ich war komplett überfordert. Und durch meine innere Änderung kann ich sie jetzt in den Arm nehmen und ich kann einfach da sein, kann diesen Raum schaffen. Ich muss sie nicht bemitleiden, nichts. Ich schaffe nur den Raum, sie weint, hat fertig geweint und ist glücklich, springt rum, macht Witze und ich denke so, oh, hätte ich vorher das aufgehört.
mich zu unterdrücken und zugleich meine Tochter in ihrer Begabung zu limitieren. Ja, das ist wirklich unglaublich und dennoch ist es hat der Tochter jetzt die Chance, einfach noch mal ganz anders aufzuwachsen und Mhm. ganz anders einfach auch das Thema Mitgefühl Mhm. auch wirklich zu leben und wahrzunehmen, auch für sich zu entwickeln. Und das ist ja das, was wir eigentlich alle erst mal wieder lernen dürfen. Erst mal Mhm. wirklich einfach dieses Fühlen, dieses Wahrnehmen. Ja. Und das finde ich wirklich auch dieses Weinen von deiner Tochter finde ich 'ne ganz tolle Geschichte, ne, super genial, weil ich kenne das auch. Ich habe auch wirklich ganz viele Jahre ich konnte nicht mehr weinen. Ich konnte Ja. es einfach nicht mehr. Und ich finde das wirklich genial und es ist wirklich so. Also, mir geht's ich bin auch immer sehr nahe am Wasser gebaut. Ich bin auch immer, wenn ich, irgend Film anschaue, bei mir kommen immer die Tränen. So. Meine Tochter schaut schon immer: „Ah, Mama weint wieder.“ Aber okay, es ist einfach so. Ja. Ist aber auch eine Fähigkeit, wirklich in dem Moment so in diesen Ja. Film einzutauchen. Und ich schaue ja nur schöne Filme an. Also, wie gesagt, ich schaue ja keine Krimis an, wo eigentlich immer Happy End ist. Und aber wirklich einfach so eintauchen in dem Moment und einfach so in dieser Emotion einfach auch zu Ja. sein. Berührt zu sein, also wieder Berührung. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu dieser Tatsache, dass wir unterdrückt wurden, wir Frauen, Ja. weil Berührung war sehr männlich. Der Mann hat die Frau genommen und sie war eine Gebärmaschine. Und da hat Berührung stattgefunden. Es hat nicht Berührung außerhalb dieser Beziehung stattgefunden. Und dass wir das jetzt dürfen, dass wir einander wieder berühren dürfen, dass unsere Hände wieder heilen dürfen, dass da wieder etwas fließt, das ist etwas, was ich mir wünsche für alle Frauen und alle Männer, dass wir da wieder gesunden dürfen, weil das hat die Männer ja auch unterdrückt, Ja. ihre Rolle. Definitiv. Also, ich denke, da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Natürlich ist die Frage, was passiert im Moment? Aktuell haben wir Social Distancing. Ja. Momentan haben wir Berührung, aber durch Worte. Mhm. Und eben Auch diese lebendigen Worte und deswegen sind auch die Bücher oder alles, was von Anthony William kommt, so anders, weil es einfach lebendige Worte sind, also keine, so wie er sagt, keine wiedergekäuten, sondern wirklich sie kommen aus dieser Quelle. Und eben diese Berührung, das ist mhm. tatsächlich das, was wir wieder brauchen. Also nicht mehr Ja. nur verstandesorientiert, erfolgsorientiert, immer noch besser, größer, weiter, sondern wirklich wieder berührt sein und in dieses Schwachsein ist die eigentliche Stärke, die wir ja haben. Ja. Uns Das erlaubt ist so ein wichtiger Punkt, dieses Schwachsein. Und da möchte ich jetzt auf diese radikale Ernährung eingehen, die wir beide praktizieren und die uns geheilt haben. Und zwar auf die Tatsache, dass es ein langer Weg ist und dass manche Menschen wie daran scheitern, weil sie diese Schwäche übersetzen als, ja, ich kann das nicht, ich bin nicht dafür geschaffen, die Anforderungen sind zu groß. Und mein Wunsch ist es auch für dieses Gespräch, Maria, weil ich weiß, dass du da ein sehr mitfühlendes Denken darüber hast, dass wir wegkommen von diesem dogmatischen, genau so muss es sein und du musst es so machen und nur wenn du das zu 100% machst, ist Heilung möglich. Und das ist so ein Herzensanliegen von mir, Maria, dass wir das in die Welt bringen, dass da auch dieses Mitgefühl viel stärker ist und dass Heilung möglich ist in den kleinen Schritten, die der Mensch macht. Das ist wirklich auch das, was ich immer wieder weitergebe. Was kürzlich wieder ein Gespräch gehabt, hat mir jemand gefragt: „Ja, nützt es überhaupt was, wenn ich bloß ab und zu Selleriesaft trinke?“ Dann habe ich gesagt: „Jedes bisschen Selleriesaft, das du trinkst, ist gut. Jedes Zitronenwasser ist gut.“ Und wirklich aus diesem, so wie du sagst, diesem Dogmatismus eigentlich rauszugehen und zu sagen: „Äh, nur wenn ich das komplett mache, kann ich heilen.“ Und natürlich muss man immer sehen, wo steht der Einzelne. Aber wirklich den Fokus darauf zu haben, jedes bisschen, was du machst, trägt einfach der Heilung bei. Und
wenn ich jetzt sage, okay, ich will auf den Mount Everest und ich schaue mir jetzt schon den Gipfel da ganz oben an, dann sage ich, ja, dann gehe ich gar nicht erst hoch, weil das schaffe ich nie im Leben. Da habe ich die Kondition gar nicht dazu. Wenn ich aber sage, naja, okay, ich mache einen Schritt nach dem anderen, Mhm. immer einen Schritt, und deswegen sage ich immer, fang klein an, mach kleine Schritte. Und Ja. das ist wirklich das erste Mal, dass ich es tatsächlich auch, weil normalerweise bin ich auch jemand, ich bin von etwas begeistert und dann mache ich es 150% von heute auf morgen. Ja. Das funktioniert für manche Menschen. Aber es ist sehr umfassend. Die ganze Ernährung nach Anthony William ist sehr umfassend. Im Moment kommt uns die Zeit zugute. Man kann sowieso nirgends essen gehen. Man muss sowieso selber kochen. Aber natürlich fallen halt wirklich all diese Dinge einfach weg und man muss einfach einen Weg für sich finden. Und das ist eine Herausforderung. Und auch da muss man wirklich einfach das Mitgefühl mit sich selber entwickeln und einfach sagen, aber auch dieses, hey, wow, ich habe schon so viel geschafft. Ich schaffe es schon, jeden Tag ein kleines bisschen Selleriesaft zu trinken. Und Ja. meine Tochter, also meine größere Tochter, die ist 18, die trinkt seit kurzem jeden Tag Selleriesaft, nimmt auch den Heavy Metal Detox Smoothie. Ich habe sie aber nie irgendwie gesagt, sie soll das jetzt machen. Es kam einfach, irgendwann kam sie und sagte so, oh Mama, ich probiere das jetzt mal aus. Und meine kleinere Tochter, die ist eigentlich schon, bei ihr wäre es natürlich noch wichtiger, weil die schon gesundheitlich ein bisschen anfälliger ist. Aber für die ist natürlich, oh Gott, Selleriesaft geht ja gar nicht. Immerhin hat sie dann angefangen, Zitronenwasser zu trinken. Sie nimmt Nahrungsergänzungen, also das macht sie schon mal und bestimmte No-Foods lässt sie auch weg, aber natürlich nicht konsequent. Aber werde ich auch nie irgendwie sagen, du musst das machen. Und jetzt kam sie tatsächlich vor ein paar Tagen und sagt, Mama, jetzt würde ich es mal probieren und mal so ein Schnapsglas voll Selleriesaft trinken. Hey, das ist doch super, das ist Ja. doch genial, das ist doch wirklich, ja, für mich war das wie, wow, wie genial ist das denn? Mhm. Und deswegen sage ich für jeden Einzelnen, also ich werde nie irgendjemand sagen, ach Gott, du machst ja nur das oder du Mhm. machst ja nur das. Nein, sondern ich weiß, wie anstrengend das ist. Und ich weiß, was für eine Herausforderung das ist. Und wenn man Familie hat und der Mann vielleicht nur sagt, oh Gott, was machst du denn jetzt schon wieder? Und die Kinder sagen, also Mama, ich will aber wirklich weiterhin zum Burger King gehen. Mhm. Das ist nicht einfach. Ja. Und Das ist deswegen ist wirklich jedes bisschen, was wir schaffen, einfach schon genial. Es ist wunderbar. einfach toll. Ja. Du hast vorhin das Bild gebracht mit diesem Berg und dass jeder Schritt zählt. Und es ist ja so, wenn ich einen Schritt, 2 Schritte, 3, wenn ich 10 gemacht habe und runterschaue, ist meine Perspektive schon eine andere. Genau. Und das ist auch so wertvoll, das gibt einen so einen extremen Aufwand. Und wenn man noch unten steht, am Fuß des Berges, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie das Tal ausschaut. 10 Meter höher, 20 Meter höher. Aber das wird einen so beflügeln, weil man sich, sein Umfeld, seine Begabungen, seine ganzen Organe bei jedem Schritt anders wahrnimmt. Genau. Und das ist wirklich das. Und ich habe wirklich auch mit dieser Ernährung angefangen, nicht in dieser Option, ich muss das jetzt schaffen, sondern wirklich, ich schaue jetzt einfach, wie weit ich komme. Und Mhm. das ist ja auch heute immer noch mein Ansatz, ich schaue, wie weit ich komme. Und ich bin einfach so, ich kann jetzt im Winter, und da, wie gesagt, man muss auch vom Typ her ein bisschen schauen. Und deswegen ist auch deine Sendung über Ayurveda, fand ich auch super klasse. Also diese Verbindung Anthony William und Ayurveda. Weil ich bin jetzt einfach so, ich kann im Winter nicht nur Rohkost essen. Mhm. Da friere ich nur noch. Also das ist Mhm. einfach nicht mein Ding. Ich brauche einfach im Winter warmes Essen. Und deswegen ist mein nächste 369, sobald es Frühjahr wieder kommt, weil ich einfach merke, jetzt im Moment, das ist einfach für mich im Moment, wäre die Herausforderung zu groß. Ja. Und deswegen ist das toll. Wir haben so viel, wir haben so ein riesen Angebot an Möglichkeiten in dieser Ernährung und Mhm. jeder kann für sich etwas finden. Ja. Jeder kann für sich das individuell finden und sagen, okay, ähm, das kann ich schaffen. Das ist das, was jetzt möglich ist. Und sich nicht vergleichen mit Leuten, die das 100% umsetzen. Mhm. Das ist toll, wenn das irgendjemand wirklich so absolut konsequent auch macht und wenn er auch sagt, okay,
es gibt auch Menschen, die können das ganze Jahr Rohkost essen, die können im Winter Rohkost essen, aber es gibt halt andere, für die ist es kontraproduktiv. Ja. Und deswegen ist da wirklich das Mitgefühl mit sich selber, mit dem eigenen Körper so, so wichtig. So wichtig, ja. Ja, und das Spannende ist ja, dass in diesen Menübeispielen in den Büchern ist ja auch vieles gedämpft und also oder ofenmäßig. Genau, manchmal denke ich so, von wo kommt dieses ganze Rohkostbewegung? Weil es ist viel diverser, als man denkt, wenn man dann mal die Bücher aufschlägt. Ja, und Ja. Anthony sagt ja auch, er schreibt ja, die Rezepte sind ja wirklich auch für gesunde Menschen, die sind ja wirklich einfach, er will es ja querbeet für alle. Und ich sage auch, ähm, wenn ich einfach ab und zu mal einen Kuchen backen kann, der halt einfach mehr Fett hat, das aber wirklich mit meiner Familie gemeinsam genießen kann, dann ist dieser Aspekt, dieses gemeinsam für mich sehr viel wertvoller, als wenn ich einen Obstteller hinstelle. Es ist auch toll, aber eben, man muss einfach wirklich, und wenn meine Heilung 2 Jahre länger dauert, dann dauert sie 2 Jahre länger. So what? Weil ich habe nicht vor, es gibt kein Limit, wann ich aufhören will. Ja, und in diese Beziehung treten mit deinen Familienmitgliedern, das an sich ist auch Heilung, weil das sind auch wieder positive Wellen, die ausgestrahlt werden und Liebe heilt. Das ist so. Ja, definitiv. Ja. Ja, wow, vielen Dank für dieses Gespräch, Maria. Danke dir. Es war wieder wunderschön, genauso wie unsere Telefonate. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, ich sage Tschüss und danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Es gibt noch ganz viele interessante Themen. Sowas von, ja. Vielen Dank, dass ihr auch gelauscht habt, dass ihr zugehört habt und so wie es die Maria auf den Punkt gebracht hat. Das ist das Mitgefühl. Das Mitgefühl, was sogar über der Liebe und der Dankbarkeit steht, das finde ich so unglaublich und ich möchte dich einfach ermutigen, dahin zu sehen und keine Angst zu haben, auch wenn wir es nicht gelernt haben, Gefühle wirklich anzuschauen und zu reflektieren. Sie machen dir gar nichts, sie sind wundervoll und sie bringen uns einen Schritt weiter und die Perspektive ändert sich dadurch. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, beschenke mich gerne mit einem Kommentar. Ich liebe eure Kommentare und eure Gedanken dazu, weil sie mir auch weiterhelfen, eine weitere Perspektive zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!